Kleine Jungs, die mit scharfen Waffen Krieg spielen. In der Ukraine gehört sowas zum Alltag. Hier werden oft sogar schon Vorschulkinder militärisch gedrillt. Wir zeigen Ihnen, welche extremen Formen des Militärs es weltweit gibt. Здравствуйте, товарищи курсанты! Militär steht vor allem für Disziplin. Ich fühle mich sicher mit der Waffe in der Hand. Dienst an der Waffe und die Liebe zum Vaterland. Weltweit setzen die Länder auf unterschiedlichste Verteidigungsstrategien. Wir wollten herausfinden, wie tickt die Welt in Sachen Militär? Seit 2014 herrscht zwischen der Ukraine und Russland Krieg. Wir fahren nach Kiew. In der Hauptstadt werden schon die Kleinsten militärisch erzogen und an das Thema Krieg herangeführt. Kinder wurden früher gerne im Krieg eingesetzt. Keiner misstraute ihnen und sie waren gute Spione. Kinder ab 5 Jahren treffen sich hier einmal pro Woche im militärischen Verein. Freiwillig. Wir müssen schon früh anfangen, so viele Menschen wie möglich für unser Militär und die Verteidigung des Landes zu begeistern. Die Ukraine steckt in schwierigen Zeiten. Deshalb hat das Priorität Nummer 1 momentan. Auf dem Trainingsplan Patriotismus und Liebe zum Vaterland. Die Kinder sollen im Spiel militärisch erzogen werden. Маленькі жовтодзьобі, простові новаки, як виростем великі, хоробрі вояки. Dieser Verein ist eine Art Vorschule. In der richtigen Schule steht dann auch Militärunterricht auf dem Stundenplan. Der 15-jährige Oleksiy nimmt uns dorthin mit. Ich wollte schon immer zum Militär, schon als ich ein Kind war. Ich will für mein Land kämpfen, das ist wichtig für die Ukraine. Deshalb freue ich mich heute besonders auf den Unterricht. An den staatlichen Schulen kann man wählen. Entweder Militärunterricht oder eine gemeinnützige Tätigkeit. Durch die militärische Früherziehung wählen 90% der Jungen den Militärunterricht. Das Fach nennt sich Verteidigung des Vaterlandes. Der Lehrer hat selbst 25 Jahre in der sowjetischen Armee gedient. Er will die Jugendlichen mit Drill und Disziplin militärisch schulen. Смирно! Равнение на средину! Товарищ полковник, курсанты 10-го В-класса в количестве 9 человек к уроку построены. Командир взвода Кравчук Ярослав. Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравия желаю, товарищ полковник! Wichtigste Übung für die Schüler, der Umgang mit der Waffe. Geschossen wird aber nicht an einem Schießstand, sondern mitten im Klassenzimmer. Die Jugendlichen sollen Routine bekommen. Offiziell erklärtes Unterrichtsziel: Die Kinder sollen Spaß am Schießen haben. Das ist meine Lieblingsübung. Vor dem Schießen bin ich immer ein bisschen aufgeregt. Aber das macht es auch so spannend. Jeder schießt mit dem Luftgewehr auf sein eigenes Übungsblatt. Oberst Jaroslav will die individuelle Entwicklung der Schüler im Auge behalten. Ihre militärischen Leistungen werden ganz offiziell benotet. Oleksijs Klasse schneidet dabei überdurchschnittlich ab. Ich war ganz gut, bin schon zufrieden. Aber ich muss unbedingt noch sicherer werden. Auch außerhalb der Schule gibt es zahlreiche militärische Angebote. Wir treffen uns mit einer Organisation, die Freiwillige ausbildet. Der Treffpunkt eine Tankstelle. Die Adresse des Trainingsplatzes ist streng geheim. Erst kurz vor Ankunft dürfen wir unsere Kameras wieder anschalten. Auf diesem verlassenen Gelände trainieren sonst Soldaten, die im Osten der Ukraine kämpfen. Heute aber Kinder. Unter ihnen auch der 12-jährige Jewjen. In diesen unruhigen Zeiten ist es für uns Jungs sehr wichtig, uns vorzubereiten.
Ich will mein Land beschützen, wenn es nötig ist. Deshalb muss ich alles können. Die Ausbildung ist für die Kinder zwar freiwillig, viele Eltern bestehen aber darauf. Seit dem Russland-Konflikt kann sich die Organisation vor Anfragen kaum retten. Die Jungen verbringen teilweise einen ganzen Sommer im Militärcamp. Ihr Trainer kämpft momentan für die Ukraine und möchte deshalb nicht erkannt werden. Jewjen ist zwar noch ein Kind, der Umgang mit der Waffe ist für ihn aber schon völlig normal. Letztes Jahr hatte ich das erste Mal eine Waffe in der Hand. Ich war neugierig und habe mich total gefreut. Es war ein schönes Gefühl. Ich fühle mich sicher mit der Waffe in der Hand. Auch den Nahkampf lernen die Kinder. Sie zielen mit Luftgewehren aufeinander, auf Bauch, Kopf und Rücken. Der Trainer zeigt, wie sie sich wehren können. Ständiges Ziel, den Gegner außer Gefecht setzen. Die Kinder machen die Übungen begeistert nach. Diese Übungen sind schon etwas härter. Wir üben mit Waffen, weil das im Krieg am realistischsten ist und genauso passieren könnte. Das Gewehr wird zum ständigen Begleiter der Jungen. In jeder Situation sollen die Kinder damit umgehen können. Die Waffen in den Kinderhänden haben auf uns eine verstörende Wirkung. Wir fragen den Ausbilder zu den Trainingsmethoden. Darüber will er uns aber keine Auskunft geben. Schaden würde es ihnen angeblich nicht. Alles ist ja freiwillig und sehr spielerisch. Möglichst realistisch soll es aber trotzdem wirken. Bedeutet, Übungshandgranaten werden auch eingesetzt. Das Wichtigste ist, dass man früh mit der militärischen Erziehung anfängt. Jetzt können wir sie noch formen und beeinflussen und ihnen die wichtigsten Eigenschaften gut beibringen. Das ist wichtig für die Ukraine. Durch die militärische Frühprägung der Kinder und die kritische Sicherheitslage in der Ukraine melden sich immer mehr Bürger freiwillig für den militärischen Einsatz. 2015 waren es ganze 46.000 Zivilbedienstete. Wir schauen uns ein weiteres Land an, das immer wieder von Konflikten geprägt ist. Seit 1948 hat Israel regelmäßig Auseinandersetzungen mit seinen Nachbarländern. Jeder 50. Einwohner ist aktiver Soldat. Wir besuchen eine Militärbasis direkt an der ägyptischen Grenze. Über die Hälfte der Stationierten sind hier Frauen. Eine der Soldatinnen ist die 21-jährige Einaf. Ihre Entscheidung war bewusst. Sie will Kampfsoldatin sein. Die erste Reaktion meines Vaters war, oh, du willst Kampfsoldatin werden. Aber er hat es akzeptiert. Meine Mutter wollte lieber, dass ich Lehrerin oder so etwas werde. Sie hat mich gefragt, warum musst du das machen? Für Einaf keine Frage. Weil sie ihr Land verteidigen will. Das steht für viele Israelis an erster Stelle. Einaf hat sich für 10 Jahre verpflichtet. Die große Verantwortung, die sie damit trägt, ist ihr bewusst. Wir müssen die Waffe immer bei uns haben. Wenn ich die irgendwo liegen lasse, weiß ich nie, wer sie wegnimmt. Ich schlafe mit meiner Waffe unter dem Kopfkissen, nehme sie sogar mit zum Duschen. Die israelischen Soldatinnen sind immer bereit. Einaf und ihre Kolleginnen putzen deshalb einmal am Tag ihre Waffe. Wenn wir angegriffen werden und die Waffe dann nicht funktioniert, haben wir ein Riesenproblem. Während sich in Deutschland Frauen seit 2001 freiwillig zur Ausbildung bei der Bundeswehr melden können, ist der Militärdienst in Israel für Frauen Pflicht. Damit ist Israel eines der wenigen Länder, in denen Frauen verpflichtet sind, Dienst an der Waffe zu leisten. Das ist zum Beispiel auch noch in Bolivien und seit Anfang des Jahres in Norwegen so. In der Mehrheit der EU- und NATO-Länder ist die Wehrpflicht allerdings ein Auslaufmodell. 2011 wurde der Wehrdienst in Deutschland abgeschafft, genau wie in Frankreich, Italien und Polen.
Nur in 5 von 28 NATO-Mitgliedstaaten werden junge Leute eingezogen. Neben Griechenland sind das die Türkei, Dänemark, Estland und Norwegen. Israel hat nicht nur die stärkste Armee des Nahen Ostens, der Staat ist auch technisch immer auf dem neuesten Stand. Für Einaf zählen neben der Ausrüstung aber auch symbolische Dinge. Die Flagge war schon in der Tasche, als ich sie bekommen habe. Eigentlich brauche ich sie nicht. Aber sie erinnert mich jeden Tag daran, warum ich hier bin. Sie erinnert mich an die Mission, die wir hier haben. Das Ziel der Mission ist für Einaf und alle ihre Kollegen gleich: das Land beschützen, die Grenzen bewachen. Dafür hat jeder Militärstützpunkt mindestens einen Wachturm. Von hier aus melden die Soldaten jedes auffällige Fahrzeug in Grenznähe. Heute muss Einaf wie jeden Tag 4 Stunden auf dem Wachturm patrouillieren. Einaf ist direkt an der ägyptischen Grenze stationiert. Der 240 Kilometer lange Zaun soll illegale Einwanderer, Schmuggler und Terroristen abhalten. Heute darf Einaf sogar noch näher ran. Zum ersten Mal fährt sie auf Grenzkontrolle mit den erfahrenen Soldaten. Jeden Morgen und jeden Abend fährt das israelische Militär die Grenze bis zum nächsten Militärcamp ab. Regelmäßig kommt es hier zu Übergriffen mit Schmugglern oder Attentätern. Plötzlich halten beide Autos, das heißt ein Zwischenfall. 2 verdächtige Fahrzeuge nähern sich von hinten. Jetzt müssen die erfahrenen Soldaten ran. Sie lassen die Autos anrücken. Es stellt sich heraus, die beiden sind unangemeldete Lebensmitteltransporte. Nach der Kontrolle dürfen sie durch. Eine wichtige Lektion für die Jungsoldaten. In solchen Situationen müsst ihr ruhig bleiben. Es ist sehr wichtig, dass ihr die Nerven behaltet. Da wird einem richtig klar, dass das hier kein Spiel ist, sondern die Realität. Das erinnert mich daran, was ich hier mache und warum ich hier bin. Angst hat Einaf keine. Grenzkonflikte sind in Israel an der Tagesordnung. Für die Soldatin Alltag. Der Militärdienst ist hier nicht mehr wegzudenken. In den USA ist das Militär sogar der größte Arbeitgeber. Wir begleiten 24 Stunden lang einen Elitesoldaten. Tim Spades hat die Grundausbildung bereits hinter sich und steht kurz vor dem Abschluss einer der härtesten Spezialausbildungen der Welt. Heute müssen wir quer über den See schwimmen, aus einem Flugzeug springen und extreme Kraftübungen machen. Das wird ein harter Tag, aber es wird auch echt Spaß machen. Dieser Tag wird für Tim die Weichen für seine Zukunft stellen. Denn über die Hälfte der Teilnehmer geht ohne Abschluss nach Hause. Heute endet die 4-wöchige Spezialausbildung. Bei jeder Übung muss Tim Punkte sammeln. Ihr bekommt hierauf Punkte. Motiviert euch endlich. Ich mache hier keine Witze. Einige von euch brauchen diese Punkte dringend. Ich mache keine Witze. Auf geht's! Haltet es oben! Nur wer am Ende genügend Punkte hat, bekommt die Auszeichnung zum militärischen Einsatzleiter. Ich habe ein Geschenk für euch. Es wiegt zwischen 70 und 110 Kilo. Es ist ein Ausbilder. Boote runter! Disziplin und Zusammengehörigkeitsgefühl. Dafür ist das US-Militär bekannt. Bei Tim und seinen Kollegen scheint zunächst alles zu klappen. Stopp! Platziert das Boot mittig. Ein wenig nach links. Setzt das Boot ab. Was zur Hölle macht ihr da? Enttäuschung für Tim und sein Team. Keine Punkte. Die letzten 5 Stunden Schuften umsonst. Zeit, sich darüber zu ärgern, bleibt keine. Fertig? Los! Die nächste Aufgabe.
Mit dem gesamten Equipment durch einen eiskalten See schwimmen. In voller Montur und mit 30 Kilo Gepäck. Für die ganze Strecke haben Tim und seine Kollegen nur 35 Minuten. Noch nie haben es in dieser Zeit alle über den See geschafft. So wird hier aussortiert. Wir erwarten von ihnen, dass sie alles geben, jeden Tag. Und dass sie immer Erster sein wollen. Sie sammeln hier ja Punkte. Nur wenn sie über einer gewissen Punktemarke sind, bestehen sie. In den USA genießen Soldaten höchste Anerkennung. Auch Tim hat von seiner Familie volle Rückendeckung für das, was er tut. Meine Eltern sind sehr stolz auf mich. Ich sehe sie nur einmal im Jahr, aber wenn wir telefonieren, sagen sie mir, wie stolz sie auf mich sind und auf das, was ich mache. Sie fragen mich jeden Tag, wie es mir geht, und sie ermutigen mich, nie aufzugeben und immer dran zu bleiben. 6 der 22 Soldaten waren zu langsam. Durchgefallen. Für Tim ist noch alles offen. Wer ist aufgeregt? $40 Millionen kostet allein dieser Transporthubschrauber. Mit einem Budget von $530 Milliarden pro Jahr gibt kein Land der Welt so viel Geld für das eigene Militär aus wie die USA. Was das Budget betrifft, sind die Vereinigten Staaten an der Spitze. China, gefolgt von Indien, hat dagegen mehr Manpower. Deutschland ist im weltweiten Ländervergleich übrigens auf Platz 20. In manchen Ländern gibt es gar kein Militär. Costa Rica, Panama oder St. Kitts und Nevis zum Beispiel haben keine Verteidigungsmacht. Die meisten Soldaten in dieser Spezialeinheit waren schon in Krisengebieten wie Afghanistan oder im Irak. Um eine Einheit anführen zu können, muss Tim diesen Kurs zum Gruppenführer bestehen. Alle Prüfungen sind Extremsituationen. Halo Casting heißt die letzte und gefährlichste Spezialoperation. Ziel ist es, die Soldaten so sicher wie möglich abzusetzen. Eigentlich eine Übung der Air Force. Tim und seine Kollegen müssen auch das bewältigen. Oft werden die Männer beim Aufprall aufs Wasser bewusstlos. Heute geht alles gut. Alle Soldaten kommen heil ans Ufer. Dann ist es soweit. Gruppenleiter Brian Whitmire verkündet, wer bestanden hat. Wenn ich eure Namen nenne, dann geht bitte nach hinten. Neben dieses Gebäude, okay? Adams. Cheswick. Germillion. Owens. Wenn ihr hier steht, Glückwunsch. Ihr habt die Auszeichnung zum Gruppenleiter im US-Militär. Tim ist einer von 17 Männern, die es geschafft haben. Er darf eine Ingenieurseinheit leiten und hat eine der bedeutendsten Auszeichnungen im US-Militär. Das ist so eine Erleichterung gerade. Als ich das letzte Mal hier war, bin ich durchgefallen. Das fühlt sich so gut an, dass ich den Kurs endlich bestanden habe. Mir fehlen echt die Worte. Für Tim geht ein Traum in Erfüllung. Er wird in Zukunft eigene Truppen in Krisengebieten anführen. Sein Leben stellt er damit in den Dienst seines Landes. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir haben da etwas, das könnte euch richtig interessieren. Wenn ihr es wissen wollt, dann klickt hier drauf oder geht auf galileo.tv.